떨어있지. 드디어 차리고 왔습니다. 와, finally, I can collect, select. Habt ihr schon mal einen echten Sushi-Markt, ein wahres Sushi-Paradies in Japan erlebt? In diesem Video erzähle ich euch von meiner Japan-Reise per Schiff direkt von Korea aus. Ich nehme euch mit, wie ich den legendären Karato-Sushi-Markt besuche, in einem historischen Geisha-Haus übernachte und exakt 780 Meter weit zu Fuß unter dem Meer wandere. Folgt mir für ein ausführliches, ganz besonderes Reiseerlebnis. Hallo zusammen beim Mundsuk on the Move. Heute reisen wir von Korea nach Japan mit dem Schiff. Das ist eine wunderbare Alternative für individuelle Reisende wie mich. Anders als beim Fliegen geht man abends in Südkorea an Bord und wacht morgens in Japan auf. Ja, hier bin ich angekommen. Busan, Harbor. Der Hafen ist sehr, sehr groß, aber es gibt hier nur 2 Restaurants. Zum Abwechseln diese Restaurant für morgen und ab Nachmittag gibt es hier kleine Imbissbude. Im Moment ist nicht viel los, aber das Essen hat mir wirklich gut geschmeckt. Um 17:30 Uhr gibt es Kontrolle. Die Reisekoffer stehen hier. Die Menschen sind nicht da. Ja, und das ist mein Rucksack. Ich stehe, ich bin die Einzige als Mensch hier wartet. Alle haben es extrem eilig, an Bord zu gehen und ich renne natürlich ganz vorne mit. Es war beängstigend, wie die Leute mit Rollkoffer so schnell gerannt sind. Jeder wollte im Zimmer besten Ecke für sich beanspruchen. Und ich war hinterher und jetzt ich bin die Einzige hier für dieses Zimmer. Ich habe meinen Platz, wo Steckdose nah ist. Ja, so sieht es aus. 2. Klasse. 11 Leute werden hier heute zusammen übernachten. Hoffentlich kommen nicht 11 Leute alle. Ich reise heute mit der berühmten Bugan Ferry. Das Ticket für die Hin- und Rückfahrt habe ich vor ein paar Tagen telefonisch reserviert für gerade mal 240.000 Won. Das Schiff legt um 21 Uhr in Busan ab. Das Boarding startet ab 17:30 Uhr. Ein echtes Highlight an Bord. Statt enger Duschkabinen gibt es ein traditionelles asiatisches Badehaus. Für uns Europäer ein echtes Erlebnis. Busans Nachtlandschaften. Es gibt hier auch Badehaus auf dem Schiff. Natürlich getrennt für die Männer und für Frauen. Die Fahrt dauerte die ganze Nacht, bis man früh am Morgen um 7:45 Uhr entspannt in Shimonoseki ankommt. Shimonoseki 도착했습니다. I am arrived in Shimonoseki. Yes. Yeah. Bei 7-Eleven findest du wirklich alles, von Blumen über Kaffee bis hin zu Ramen. Und ganz wichtig, du kannst dort auch direkt Geld wechseln, was man in Japan dringend braucht, für Nudelsuppe zum Beispiel. Am Hafen von Shimonoseki gibt es mehrere Shopping-Malls. Ich bin hier in einem japanischen Supermarkt. Ich studiere immer sehr gern. Ich finde immer spannend, über die Nahrungsmittel zu studieren in einem fremden Land. Ja. In japanischen Supermärkten hat man das Gefühl, die Verpackungen ist wichtiger als der Inhalt. Ich wette, die aufwendigen Packungen machen fast die Hälfte des Preises aus. Das Brot habe ich probiert, war unverschämt günstig und absolut lecker. Vom Hafen in Shimonoseki aus lief ich mit meinem leichten Rucksack etwa eine halbe Stunde zu Fuß zum berühmten Karato-Fischmarkt. Das Wetter ist super. Ich bin im Karato-Fischmarkt angekommen. Mir gefällt es sehr gut. Die Luft ist sehr frisch. Der berühmte Fischmarkt hat leider nur von Freitag bis Sonntag geöffnet. Und ich, Schlaumeier, komme natürlich hier ausgerechnet am Donnerstag hier an. Am Morgen gibt es Sushi-Market hier in Karato-Markt. Da kannst du so viel essen, so verschiedene Sachen, so lecker.
Da freue ich mich schon jetzt. Eigentlich wegen dieser Karatomarkt bin ich hier nach Shimonoseki gekommen. Green Tea. Green Tea Ice Cream auf den Karatomarkt. Da ist Karatomarkt. Lecker. Es geht mir gut. Morgen werde ich auf diesem Platz Sushi essen. Die Sonne scheint. Ich habe eine Green Tea Ice Cream. Ich habe hier kein großes Ziel, außer authentisches japanisches Sushi zu essen. Also schlendere und genieße ich diesen kleinen Ort. Der Donnerstag ist nicht so viel los. Viele Läden sind zu und keiner kauft hier Sushi. Aber du kannst Fische kaufen, Fische oder Muscheln. Dieser Fischermarkt ist im Herzen immer noch ein echter, knallharter Großhandelsmarkt für Profis. Jeden Morgen ab 3 Uhr nachts herrscht hier geschäftliches Treiben, wenn die Fischer ihren Fang anlanden und die Händler falschen. Shimonoseki ist schließlich Japans unangefochtene Hauptstadt für den legendären Kugelfisch Fugu. Der Markt selbst existiert seit über 100 Jahren, aber im Jahr 2001 zog er in dieses schicke, moderne Gebäude am Hafen um den Markt auch für normale Menschen und Touristen attraktiv zu machen, wurde das Event Iki Iki Bakangai ins Leben gerufen. Unter der Woche ist der Markt zwar ruhig, aber ich habe durch Zufall eine extrem berühmte Sushi-Bar im Obergeschoss entdeckt. Man sagte mir, ich müsse eine Nummer ziehen und nach 2 Stunden warten wusste ich ja auch, warum. Das war das beste Sushi meines Lebens. Ja, die beiden sind Geschwister, also Schwester. Sie kommt aus Seoul, sie kommt aus Busan und wir haben uns hier in Shimonoseki im Restaurant getroffen. Sie hatte Nummer 95, meine Nummer ist 127. Ich warte schon über eine Stunde warte ich hier. Und jetzt man kann auch keine Nummer mehr ziehen. Jetzt ist es Schluss. Dieses Restaurant ist nur bis zum 15 Uhr geöffnet, also von 11 Uhr bis 15 Uhr. Wann wäre ich an der Reihe, da reinzugehen und zu sitzen? Oh, finally! Warten hat sich gelohnt. Bist du auch ein Sushi-Liebhaber? Mal schauen, wie viele Sushis ich mir heute einverleiben werde. Ich habe keinen Löffel bekommen, zum Beispiel. Ich kriege. 와, 일본 사람들은 왜 이렇게 음식을 맛깔나게 하는 거야? 진짜 맛있어. Das Warten hat sich gelohnt. Es ist super lecker. Ich komme wieder. This is my favorite. Ich glaube, ich habe viel zu viel bestellt. Nach der Arbeit muss man sich hier auch gönnen, oder? Normalerweise mag ich keine frittierte Tempura, aber die japanische Tempura ist richtig sehr lecker. Keine Ahnung, was es kosten wird. Ich habe sehr gut gegessen. Jetzt ich bin gespannt auf den Preis. Gleich mal Gabeladen Schluss. Oh mein Gott, ich habe so viel gegessen, aber insgesamt hat nur 3.720 Yen gekostet.
In Euro weiß ich nicht ganz genau, aber ich habe fast 10.000 Yen erwartet. Ich finde es super günstig, oder? Wow, ich komme wieder. Morgen komme ich hier auf den Markt Sushi zu essen. Ist das nicht so großartig hier? Ja, ich bin nur hier gekommen, um frisches Sushi zu essen. Authentisches Sushi zu essen. Wow, jetzt ist schon erstes Sushi, hat mich total überzeugt. Ich komme morgen wieder. Oh, ist so lecker. Das leckere Essen macht einfach uns glücklich. Mich ist super, besonders glücklich. Der große Sushi-Markt der Trubel steht mir zwar noch bevor, aber meine Erwartungen sind jetzt schon gewachsen. Die Messlatte liegt nach diesem kulinarischen Auftakt verdammt hoch. Ich bin schon unheimlich gespannt auf den morgigen Fischmarkt und das Sushi direkt von den Fischhändlern. Das wird bestimmt nicht mehr so gemütlich und beschaulich wie jetzt. Wow, das Leben ist schön. Jetzt ich bin satt und glücklich. Oh, ich glaube, ich muss ein bisschen pausieren. Die 5-minütige Fährüberfahrt nach Mochico kostet für Erwachsene gerade mal 400 Yen. Und genau das muss ich jetzt auch hin, weil dort mein Quartier für die Nacht auf mich wartet. Ich lasse den rauen, ehrlichen Charme des Fischmarkts hinter mir und tauche ein in eine völlig andere Epoche. Lasst mich euch ein bisschen über diese magischen Orte erzählen. Mochico Retro. Als Japan sich nach Jahrhunderten der Isolation der Welt öffnete, wurde dieser Hafen zu einem pulsierenden Tor zum Westen. Das Geniale daran, die Japaner haben die europäische Architektur nicht einfach stumpf kopiert, sondern sie mit ihrer ganz eigenen feinsinnigen Ästhetik verschmolzen. Heute stehen wir hier auf diesem weiten, offenen Platz vor dem prachtvollen Hauptbahnhof. Ein nostalgisches, fast wehmutiges Meisterwerk der Neorenaissance, das im warmen Abendlicht funkelt. Und genau in dieser geschichtsträchtigen Kulisse habe ich mein Quartier für die Nacht bezogen, ein Gästehaus namens Porto. Das Besondere daran, es ist ein ehemaliges Geisha-Haus. Als Künstler geht mir hier sofort das Herz auf. Es ist genau das geschmacksvolle, traditionelle Japan, das man sich in seinen Künsten Träumen vorstellt. Minimalistisch, ästhetisch und mit so viel feinsinnigem Gespür eingerichtet. Man spürt förmlich noch die Eleganz der alten Kunst in den Wänden. Tja, was soll ich sagen? Da fragt man sich doch unwillkürlich, wie lief das hier früher eigentlich ab im Geisha-Haus? Bei diesen papierdünnen Wänden hörst du ja wirklich jedes noch so leise Geräusch von Nachbarn. Privatsphäre, Fehlanzeige. Entweder waren die damals alle Meister im lautlosen Schweben oder man hat einfach alles voneinander mitbekommen. Hunger hatte ich keinen, aber der Spaziergänger in mir brachte ein Ziel, den Supermarkt. Ein paar nächtliche Snacks mussten einfach mit. Es wurde dann doch wieder Sashimi und eine eingelegte Seerosenwurzel. Aber hey, immerhin kein rohes Rindersteak. Guten Morgen, ich gehe zum Karato-Sushi-Markt, Karato-Fischmarkt, um Sushi zu essen. Ich liebe Sushi. Ich habe dieses wunderbare Wetter gar nicht erwartet. Toll, das Wetter ist schön wieder. Das macht richtig Laune. Zur Arbeit fährt hier kein Auto, kein Fahrrad, sondern das Schiff. Ich muss diesen Schiff kriegen, ansonsten 20 Minuten warten. Das Schiff fährt dann wohl ohne mich. Manchmal muss man eben auch dem Abenteuer hinterher schauen. Kaum stehst du auf dem Schiff und atmest diese herrliche, salzige Meerluft ein, mutierst du unweigerlich zum abenteuerlustigen Seemann. Einfach großartig. Noch wartete dieser exotische, aufregende Fischmarkt mit all seinen kulinarischen Offenbarungen auf dich. Der Tag ist damit schon mal perfekt eingestimmt.
Meine Reise ist so spontan, dennoch, es ist so perfekt und fantastisch. Wir laufen alle zum Sushi-Bar. Verlaufen kannst du dich hier beim besten Willen nicht. Folge einfach der Masse. Ich laufe zu dem Sushi-Bar. Mein Schlachtplan für heute sieht so aus. Ich marschiere schnurstracks nach oben zur Sushi-Bar. Schritt 1. Eine Nummer 10 bei dieser berühmten Bar, wo ich schon gestern so unverschämt lecker und gemütlich gegessen habe. Der Haken an der Sache. Nach dem Nummer 10 heißt es erst einmal 1 bis 3 Stunden warten. Japanische Disziplin eben. Aber ich nutze die Zeit strategisch. Während meine Nummer im System reift, stürze ich mich unten in die hungrige Masse auf den Fischmarkt, um mir ein feines Sushi-Paket für den Spätnachmittag zu sichern und die grandiose Atmosphäre abzusaugen. Das Timing ist perfekt. Paket abgreifen, die Zeit totschlagen und genau dann oben in der Sushi-Bar ganz entspannt zum Mittagessen. Heute ich bin Nummer 33. Ist viel besser als gestern. Das Geniale ist nämlich, wenn du einmal deine Nummer hast, darfst du sogar zu spät kommen. Deinen Platz kriegst du trotzdem. Und sind wir mal ehrlich, da draußen auf der Straße schenkt dir schließlich niemand diesen herrlichen, kostenlosen grünen Tee. Ein perfekter Plan, oder? Und jetzt geht's los. Munsuks ganz persönliche Sushi-Orgie. Möge der kulinarische Marathon beginnen. Der Preis ist Hammer. Oh mein Gott. Hier ist das Sushi-Paradies. Sushi-Paradies. Yumi, 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 yumi. Und der Preis ist auch Wahnsinn. Unglaublich, unglaublich. Diese Schlange endet hier. Nein, das war da. Und ich kann nicht dazwischen reingehen. Nein, das geht nicht. Die japanischen Leute sind sowas rücksichtsvoll. Egal, wo man hingeht, die lange Schlange. Wow, ich dachte, ich stehe kürzeste Schlange, aber hier gibt es keine kurze Schlange. Überall super, super lang. Ich muss irgendwo entscheiden. Oh no, oh no. Oh mein Gott. Uah. Hinter mir stehen wieder lange Schlangen. Das tut mir gut. Ah, es ist so, das ist schon ein Erlebnis. Diese lange Schlange. Uah. Ah. Ja, ich glaube, das Markt lohnt sich hier einfach. Schau mal, die Schlange. Ich weiß nicht, für welche Sushi-Laden ich gefunden habe, aber ich habe ein Ende der Schlange gefunden. Jetzt stehe ich hier. Ich möchte eine 2 Paket kaufen. Wow, habt ihr gesehen? Zwischenrobot. 오토로이치 드디어 차리고 왔습니다. 와, 파인. Here I can collect, select. Gleich, ich bin dran. Die Schlange ist das so. Gleich, ich bin dran. カマトロに脳天1トラフグ1 Wow, ich habe es geschafft. Draußen essen ist nicht so mein Ding. So, ich gehe wieder zu Sushi Bar. Ich habe ja Nummer gezogen. So, dieses Sushi-Paket esse ich hier heute Abend. Gehe ich jetzt.
Mein zweiter Tag hier, Sushi. Ich warte noch auf Tempura. Ich esse die ganze Stütze. Ich esse die ganze Stütze. So. Ich mache eine kurze Pause oder Nickerchen. Ich habe so gut gegessen. Ich möchte alles probieren. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Nach so einer epischen Sushi-Orgie brauchte nicht nur der Magen eine Pause, sondern auch der Geist ein bisschen Erdung. Und ich habe den ultimativen Geheimtipp für euch gefunden, nur einen kurzen Spaziergang vom wilden Fischmarkt entfernt, den atemberaubenden Akama-Schrein. Das ist eine wunderschöne Farbe. Rot ist nicht alles rot. Der Akama-Schrein ist ein faszinierender Ort. Er hat diese ganz besondere Magie, die selbst eine Horde Kamera schwingender Touristen nicht kaputt kriegen kann. Sobald du vor diesem monumentalen, leuchtenden zinnoberroten Eingangstor stehst, bist du augenblicklich gefangen. Es erinnert überhaupt nicht an ein typisch japanisches Heiligtum, sondern sieht aus wie das Tor zu einem mythischen Unterwasserpalast. Und die Geschichte dazu ist pure, tiefgründige Poesie, typisch für mein Künstlerherz. Der Schrein wurde für den kindlichen Kaiser Antoku erbaut, der im 12. Jahrhundert in einer dramatischen Seeschlacht ganz hier in der Nähe sein Leben verlor. Die Legende besagt, dass seine Großmutter ihn tröstete und sagte, dass es auch tief unter den Wellen im Reich des Drachenkönigs einen wunderschönen Palast gebe, bevor sie mit ihm ins Meer sprang. Wenn man dort steht und auf das Wasser blickt, läuft einem trotz der Hitze ein kleiner, ehrfürchtiger Schauer über den Rücken. Nachdem ich dem Akama-Schrein und seinen geschichtsträchtigen Geistern Lebewohl gesagt hatte, stand ich vor der nächsten großen Frage des Weltenbummler-Daseins. Wie komme ich jetzt eigentlich am elegantesten zurück nach Mochico Retro? Wer mich kennt, weiß, die normalen Wege überlässt die Künstlerseele den anderen. Direkt über mir thronte majestätisch die gigantische Kammernbrücke, ein absolut monumentales Bauwerk, über einen Kilometer lang grünlich-grauer Stahl, der sich kühn über die Meerenge spannt. Als sie in den 70ern gebaut wurde, war sie die größte Hängebrücke Asiens. Ein echtes architektonisches Kunstwerk, auf dem oben die Autos zwischen Honshu und Kyushu hin und her jagen. Aber ich habe mich für die Ameisenperspektive entschieden. Ich bin untergetaucht. Direkt unter dieser Megabrücke liegt nämlich ein echtes Weltwunder für Fußgänger, der Kammern-Unterwassertunnel. Man fährt mit einem altertümlichen Aufzug knapp 60 Meter tief in die Erde und plötzlich steht man in einer 780 Meter langen, fast schon surrealen Röhre. Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin ganz allein hier durch diesen Kammertunnel. Ich laufe durchs Meer auf anderen Inseln. Thank you. Thank you.
Ja, das ist sehr, sehr, sehr lang. Ich weiß nicht, wie lange. Das ist so unglaublich, unglaublich, oder? Die Japaner hat unter Meer diese Tunnel gebaut. Oh mein Gott, Japaner. Fast 1 Kilometer. Oh, sehr, sehr, sehr lange Tunnel. Sehr, sehr, sehr lange Tunnel. Bis zum 22 Uhr darf man passieren, früh am Morgen um 6 Uhr. Also, wenn niemand hier laufen würde, könnte schon etwas beängstigen, oder? Langsam sieht man ein kleiner Fleck, das Ende des Tunnels. Fast bin ich angekommen oder rausgekommen. Juhu, juhu, juhu. Unglaublich, unglaubliche Japaner. Ja, jetzt bin ich angekommen. Wieder mit dem Aufzug fahre ich. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Juhu. Gut, gehen wir. Fahre ich jetzt mit kleinem Aufzug. Sesam, öffne die Tür. Okay, nochmal hoch. Yes. Okay, und dann hier. Zu. Keine Ahnung. Ich habe es gefühlt, ich bin von der gleichen Stelle wieder rausgekommen. Wahrscheinlich doch nicht. Da. Ich bin von anderer Seite hierher gekommen. Okay, gleich gibt es öffentliche Toilette in Japan. Du brauchst keine Sorge machen, um die Toilette zu finden. Überall gibt es Toilette, saubere Toilette. Auch in Korea. Okay, jetzt laufen wir weiter. Ja. Oh, okay, yes. Nach 20 Minuten spuckte ich der Aufzug auf der anderen Seite wieder aus und du stehst im wehmütigen Zwielicht vom Mochiko Retro. Die Sonne ist gerade untergegangen, kein lautes Farbspektakel, sondern eine stille, fast melancholische Poesie, die sich über die historische Landschaft legt. Die kühle Abendluft nach der sterilen Tunnelröhre fühlt sich an wie ein tiefes Durchatmen. Was für ein Tag der Kontraste. Erst die wilde Sushi-Orgie, dann der geschichtsträchtige Schrein, das bizarre Abenteuer unter dem Ozean und jetzt diese leise Poesie. Genau mein Ding, diese nachdenkliche, nostalgische Stimmung am Hafen, wo die Gedanken einfach treiben können. Jetzt bin ich wieder zurück in meiner Geisha-Unterkunft. 2 volle Tage und 2 volle Nächte in Shimonoseki und Mochiko Retro sind vorbei. Am nächsten Tag fahre ich schon früh am Morgen nach Hiroshima und dieses Mal laufe ich durch den Park, durch kleine Gassen, in denen mich die Blumen begrüßen, nicht zum Schiff und nicht zum Tunnel, sondern direkt zum Bahnhof. Ich bin vor dem Bahnhof. Adios, Mochiko. Hier ist der Bahnhof von Mochiko, aber wo, bitteschön, finde ich das Ticket Office? Ich habe jetzt 5-Tage-Tickets gekauft für 12.000, etwas 12.050 Yen. 5-Tage-Ticket kann ich keine Shinkansen fahren, aber lokal Rapid-Züge, wie langsame Züge in Deutschland. 5 Tage, das lohnt sich. Also ich brauche nur 4 Tage. Ich muss jetzt eine Stunde warten und 3-mal muss ich hier umsteigen. So sehe ich das Land Japan.
So sehen die Lokalzüge aus. Ganz schön bunt. Vom Moziko Station bin ich hier mit der 2 Stationen nach Mozi gekommen. Hier ist Mozi, nicht Moziko. In Japan sind Zugtickets ja wirklich unverschämt teuer, besonders für die Shinkansen-Schnellzüge. Aber wisst ihr was? Wenn man stattdessen den langsamen Regionalzug nimmt, reist man zwar entschleunigter, aber man sieht deshalb noch lange nicht weniger. Ganz im Gegenteil. Auf dem Weg nach Hiroshima steige ich mehrmals um. Genauso genieße ich diese exotischen Landschaften, lerne die unterschiedlichsten Bahnhöfe kennen und treffe gleichgesinnte Reisende. Ich bin schließlich hier auf dieser Reise, um meine unbändige Neugier zu stillen, die Welt mit eigenen Augen zu sehen und das wunderbar andere zu erleben. Dafür muss ich mich doch nicht mit der Zeit unter irgendwelchen schnellen Dingen stressen. Eine Japanreise muss also absolut nicht teuer sein, zumindest nicht, wenn du entspannt und flexibel bist. Nice meeting you, Koji. This guy visited already 4 times with Berkay. That's right? Yes. What is your YouTube channel? Koji Traveler. Kogy. Das ist ein Bummelzug, wie in Deutschland, aber sehr, sehr, sehr pünktlich. Japaner sind pünktlich, japanische Züge sind aber sehr pünktlich. Stimmt, Koji? Ich werde bald in Hiroshima ankommen. Wenn wir doch nur all unsere Begegnungen im Leben so entspannt sehen könnten, wie in einem Zug, in den man einsteigt oder wieder aussteigt. Man begegnet sich, sagt "Nice meeting you" und zieht weiter. Kommen ist schön und gehen ist auch schön. Adios. Bye. Sayonara. Wenn du mich jetzt auf meiner 3-tägigen Reise begleitet hast, dann begleiten mich doch auch auf meinem 5-tägigen Abenteuer in Hiroshima. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, was man dort alles erleben wird? Bitte lasst mir ein Like und ein Herzen da und schaut euch unbedingt auch meine anderen Videos an. Ich sage Adios, Annyeong für heute. Der aufregende Hiroshima-Beitrag folgt bald und wartet schon auf euch. Annyeong, annyeong. Diese Bummelzug hat so lange gedauert. Stundenlang. So, jetzt endlich bin ich hier in Hiroshima angekommen. Ich wusste nicht, dass so eine große Stadt ist. Oh, ich bin angekommen. Hiroshima. Hier ist das nächste Mal raus. Yes.